Wir sind hier auf dem Betrieb von Silvia und Patrick Ineichen und Ineichens planen einen Stallumbau des Mastschweinestalls. Und wir werden uns jetzt den Stall, wie er heute noch steht, anschauen und dann in einem zweiten Teil den Umbau und den fertigen Stall aufzeigen. Ja, wir befinden uns hier im alten Schweinemaststall. Der wurde vor 50 Jahren rund gebaut. Wir haben ihn mehrfach etwas verändert. Als letztes haben wir die Gummimatten ergänzt, damit die Schweine nicht mehr auf den Vollspalten liegen müssen. Und leider fehlen immer noch die Ausläufe. Also die Schweine haben einen Bewegungsbereich und hier liegen sie auf diesen Matten. Zum Spielen geben wir etwas Papiersäcke, Stroh und etwas Torferde. Wir sind hier in so einem typischen QM-Stall und man sieht, dass die Tiere jetzt hier Beschäftigungsmöglichkeiten haben über die Strohraufen, die hängen. Aber was natürlich fehlt, ist die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, Witterungseinflüsse zu spüren, auch mal die Sonne zu sehen und den Regen zu spüren. Und das ist natürlich sehr eingeschränkt in der Möglichkeit, wie sie ihre Verhaltensweisen ausleben können. Das wird dann im neuen Stall, den wir da jetzt geplant haben, sehr viel besser. Dort haben sie dann verschiedene Möglichkeiten auch zu wühlen und zu baden im Sommer. Hallo, nun sind wir wieder hier auf dem Betrieb von Silvia Ineichen. Wir waren vor 2,5 Jahren hier, noch vor dem Umbau, und schauen uns heute an, was sich verändert hat. Herzlich willkommen. Wie ihr seht, haben wir hier draußen einiges verändert. Auch innen haben wir viele Veränderungen vorgenommen. Wir schauen das uns jetzt gleich an. Ursprünglich war hier eine Wand drin, wie man das noch sieht, an den Nord- und Südfassade. Und wir hatten so Buchten. Und der Stall war halbiert und dann beide Ställe mit je Buchten. Dann haben wir diese Wand herausgetrennt und jetzt die Buchten so, damit die Schweine nach draußen können, erstellt. Ja, wir hatten Bedenken wegen der Sauberkeit im Innenbereich und das funktioniert einwandfrei. Auch das Tierwohl hat sich massiv verbessert aus meiner Sicht, dass sie wirklich immer beschäftigt sind. Sie können immer ins Pool im Sommer, in den Wühlbereich. Auch hier drin haben sie mehr Stroh zur Verfügung. Es ist sehr gut. Also hier haben wir den Liegebereich. Man sieht, es ist sehr sauber und sie halten das wirklich, die Ordnung, sehr gut, auch bei dieser Hitze. Das ist nicht selbstverständlich. Sie halten ihr WC draußen und machen ihr Geschäft im Außenbereich, was das Ziel war. Im Sommer, wenn es so heiß ist, liegen sie natürlich auch sehr gern im Wühlareal. Die Tiere bekommen wir alle vom Nachbarsbetrieb. Ein Teil wird als Remonte in die Zucht gebraucht, die anderen werden geschlachtet werden, weshalb wir auch von der Größe her relativ große Unterschiede haben. Die Remonten sind Edelschweine, die anderen teils Edelschweine und ein Teil ist Edelschwein mal Duroc. Wir sind jetzt hier im überdachten Wühlbereich. Hier sieht man das Wühlareal und der Pool. Zu den Herausforderungen beim Wühlbereich. Wir haben anfänglich das ganze Areal den Schweinen zur Verfügung gestellt. Da hatten wir das Problem, dass sie immer die Hälfte verkoteten und die Hälfte nutzten. Und da haben wir mit Gitter den Bereich verkleinert. Mit dem Resultat, dass das viel weniger passiert und wir das Material weniger auswechseln müssen. Wir haben anfänglich mit Waldbodenerde gestartet und da wir dann das Material oft auswechseln mussten, haben wir auf unsere eigenen Schnitzel gewechselt, was sich bewährt hat, aber für den Boden nicht ganz so einfach aufzunehmen, das nicht so gut verrottet. Die Schweine mögen es, wenn sie immer wieder etwas neue Schnitzel kriegen. Da geben wir ihnen so 2-mal pro Woche mit einem Eimer neue Schnitzel rein und das ganze Material auswechseln machen wir so nach einer Mastdauer. Beim Pool ist die Herausforderung, dass das Wasser einigermaßen sauber bleibt. Bis jetzt wechseln wir es 1-mal pro Woche.
Das Klo halten Sie auch hier draußen ein. Der Festboden ist einfach auch relativ stark nass, wenn das Pool offen ist, und auch stark verschmutzt immer. Das putzen wir 2-mal pro Woche. Wir haben zusammen mit Silvia die Idee entwickelt und geschaut, wie wir den Stall bestmöglich auch in der Tiergerechtheit umbauen werden, und haben dann die Ausführung mit Krieger Stallbau zusammen gemacht. Wir sind sehr zufrieden mit den Umbaumaßnahmen. Wir haben vorhin gesehen, dass der Stallinnenraum absolut sauber gehalten wird. Der Pool wird, sobald die Temperaturen etwas wärmer sind, rege genutzt. Man kann so sagen, ab 18 Grad gehen sie meistens schon gerne in den Pool. Und die Schweine brauchen eine Abkühlungsmöglichkeit. Und da eignet sich das System, wie jetzt hier dargestellt, wirklich sehr gut. Die Herausforderung mit dem Wühlbereich und welche Materialien sich eignen. Wir sehen, dass gerade erdähnliche Materialien sehr gut angenommen werden von den Schweinen, sie diese bevorzugen, im Gegensatz zum Beispiel nur Stroh. Wir sehen auch, dass sie sehr häufig diese Materialien fressen. Das heißt, es muss wirklich gut bekaubar sein und muss vollständig unschädlich sein für die Tiere. Zur Wirtschaftlichkeit ist es so, dass der Stallumbau gleich viel gekostet hat, wie ein Neubau kosten würde. Da bin ich der Albert-Koechlin-Stiftung sehr dankbar, dass sie einen Beitrag an die Tierwohlkosten getragen hat. In den Statuten der Albert-Koechlin-Stiftung ist die Unterstützung von nachhaltig ökologisch ausgerichteten Betrieben, landwirtschaftlichen Betrieben sowie die Förderung von Tierwohlmaßnahmen explizit erwähnt. Wir beteiligen uns an den Beratungskosten in diesem Bereich oder dann auch an den Investitionskosten. Ich würde den Bau wieder realisieren, weil das Tierwohl hat sich zu 100% verbessert. Sie sind sehr glücklich, dass sie immer Beschäftigung haben, sich austoben können beim Baden und im Wühlareal. Sie sind viel ausgeglichener und zutraulicher, und von daher hat es sich für mich sehr gelohnt.